So, hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt zu einem neuen Bastelvideo. Auf das heutige Projekt freue ich mich schon wieder. Das wird wieder eine Herausforderung werden. Ich habe nämlich geplant, mit einfachsten Mitteln ein rundes Waschbecken aus Beton zu bauen. Und wenn euch interessiert, wie ich das gemacht habe und ob es was geworden ist, bleibt einfach dran. Los geht's wie immer gleich nach dem Intro. Ja, für die Schalung, die ich geplant habe, brauche ich insgesamt zwei Schalungselemente, eine Innerschalung und eine Äußerschalung. Und ich werde jetzt mal mit der inneren Schalung anfangen, weil die einiges komplizierter ist als die Äußerschalung. Und wenn das Ganze nichts wird, dann kann ich das gleich hier beenden. Aber ich denke, nur die Ruhe, das wird schon was werden. Ja, die Innerschalung werde ich aus Styrodur bauen, sodass man sie später ganz leicht wieder entfernen kann. Ich werde mir jetzt mal die Umrisse von der inneren Schalung ausfräsen aus dem Styrodur. Um da exakte Kreise hinzubekommen, brauche ich den Jig, den ich mir letzte Woche gebaut habe, und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Ja, für diejenigen unter euch, die sich noch an mein erstes Betonwaschbeckenprojekt vor circa einem Jahr erinnern können, ich habe damals ein ganz einfaches, rechteckiges Waschbecken aus Beton gebaut. Damals hatte ich die innere Schalung aus MDF-Platten hergestellt, was ich dann im Nachhinein bei der Entfernung der MDF-Platten, ja, das war ein ziemlich großer Arbeitsaufwand, weil durch den Materialschwund des Betons beim Aushärten waren dann die Platten fest im Beton verkeilt und ich musste dann die innere Schalung mit einem Hammer und einem Stechbeitel wieder aufwendig entfernen. Ja, diesmal habe ich jetzt, wie ihr sehen könnt, Styrodurplatten verwendet. Die lassen sich ganz einfach bearbeiten, schneiden und später auch wieder entfernen. Und dadurch ist der Arbeitsaufwand dann letztendlich auch geringer. Zum Ausschneiden der Kreise habe ich, wie schon erwähnt, einen Fräszirkel verwendet. Den Fräszirkel habe ich mir selber gebaut. Das war ein ganz einfaches, schnelles und kostengünstiges Projekt. Und das Video dazu werde ich euch mal oben verlinken. So, das hat ja bisher eigentlich alles ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ich werde die Scheiben jetzt zusammenkleben, sodass ich letztendlich dann nur noch einen Styroporblock habe. Und dann kommt das schwierigste Teil an dem Projekt. Das ist nämlich dann das Gefälle zur Mitte hin. Also das Waschbecken wird ja in der Mitte hier dann den Abfluss haben. Und dann brauche ich eben, dass das Wasser überall gut abfließt und nicht auf der Fläche stehen bleibt. Ein Gefälle zur Mitte hin. Ja, da muss ich jetzt mal schauen, wie ich das mache. Ich werde jetzt hier an der Seite mal schleifen. Und ja, es muss natürlich im Endeffekt auch gut aussehen. Das ist jetzt hier das Problem. Und ja, ich probiere es jetzt mal und dann sehen wir weiter. Zum Verkleben der Styrodurplatten habe ich ganz normales Silikon verwendet. Ihr könnt ja auch lösungsmittelfreien Kleber verwenden. Das ist ganz egal. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, dass die Platten bündig miteinander verklebt sind. Als nächstes habe ich mir dann in der Mitte die Aussparung für den späteren Abfluss eingezeichnet. Das soll nachher dann der tiefste Punkt sein, sodass das Wasser sauber abläuft. Und um ein Gefälle zu erlangen, habe ich mir die Oberfläche in verschiedene Felder eingeteilt. Die Felder habe ich dann mit der Oberfräse in verschiedenen Höhen abgefräst, sodass letztendlich eine Steigung zur Mitte hin entsteht. Im Waschbecken wird der Abfluss dann der tiefste Punkt sein, sodass das Wasser sauber ablaufen kann. Ja, und ich würde sagen, auch diese Arbeit hat mit der Oberfräse und dem selbstgebauten Fräszirkel echt einwandfrei funktioniert. So, ich würde sagen, das Ganze sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich bin zufrieden. Um später eine Sichtbetonqualität zu erzielen, muss die Fläche natürlich komplett glatt sein und wasserabweisend sein. Das bedeutet, ich werde die Oberfläche jetzt mal noch mit so MDF-Spachtelmasse spachteln, komplett glatt schleifen, und dann kommt noch eine Schicht Epoxidharz drauf und dann soll das eigentlich funktionieren. Ja, ich spachtel jetzt mal und dann sehen wir weiter. Alternativ zum MDF-Spachtel könnt ihr natürlich auch andere Spachtelmassen, wie zum Beispiel Kunststoffspachtel, verwenden. Aber ich würde sagen, vom Preis her ist MDF-Spachtel die günstigste Variante. Wie ihr sehen könnt, lässt sich die Spachtelmasse ganz einfach mit einem Malerspachtel auftragen.
So Leute, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich sieht das Ganze im Moment aus wie ein großer Schokokuchen. Ich werde jetzt den Spachtel mal noch aushärten lassen. Das ist in 2 bis 3 Stunden trocken. Dann wird noch eine Schicht Epoxidharz aufgetragen und dann ist die innere Schalungsform eigentlich schon fast fertig. So, da bin ich schon wieder. Der Spachtel ist soweit ausgehärtet. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem Schleifen weiter. Die Oberfläche habe ich mit einem Schleifpapier mit einer Körnung von 240 abgeschliffen und ich muss sagen, nach dem ersten Schleifgang war die Oberfläche schon extrem glatt. Danach habe ich mir dann das Epoxidharz angemischt. Das besteht aus 2 Komponenten, aus einem Harz und einem Härter und wird im Verhältnis 2:1 miteinander vermischt. So, dann können wir jetzt mit dem Lackieren weitermachen. So, das war's jetzt für heute. Ich mache Feierabend. Das Harz muss jetzt bis morgen aushärten und dann geht's weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, nachdem die innere Schalungsform jetzt fertig ist, können wir auch gleich zur äußeren kommen. Ich werde für die Bodenplatte hier so eine beschichtete Spanplatte verwenden. Da werde ich mir mit dem Kreisschneider jetzt wieder die Bodenplatte ausschneiden und als seitliche Schalung verwende ich hier einfach so Plexiglasfolie. Werde ich mir jetzt alles mal zuschneiden und dann geht's weiter. Ja, die Plexiglasfolie, die ich hier verwendet habe, ist ca. 1 mm stark und hat den Vorteil, dass sie extrem flexibel ist. Den Zuschnitt, ja, den könnt ihr ganz einfach mit einem scharfen Cuttermesser machen und die Folie selbst, die erhaltet ihr eigentlich in jedem Baumarkt als Meterware. Zum Ausschneiden der Bodenplatte habe ich wieder die Oberfräse und den Fräszirkel verwendet. Das hat ebenfalls problemlos funktioniert. Ja, ich habe die Bodenplatte insgesamt rund um 1 cm größer gelassen als die innere Schalung. Das bedeutet, dass die Wandstärke des Waschbeckens später 1 cm betragen wird. Und die Plexiglasfolie habe ich dann einfach rundum mit Holzschrauben an der Bodenplatte festgeschraubt. Da später kein Wasser aus der Schalung austreten kann, habe ich die Übergänge zwischen der seitlichen Schalung und der Bodenplatte noch mit einer Silikonfuge abgedichtet. Die Fuge habe ich dann nochmal mit einem neuen Tool, was ich mir neulich besorgt habe, nachgezogen. Das ist die Kitkugel, die ihr hier seht. Das ist echt eine super Sache. Damit lassen sich Silikonfugen extrem einfach und genau abziehen. Ja, das Tool werde ich euch einfach mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Das kann ich jedem empfehlen. Ja, und dann habe ich noch auf alle Flächen, wo später Beton anliegen wird, ein Trennmittel aufgetragen, sodass sich das Waschbecken nachher wieder sehr einfach ausschalen lässt. Das innere Schalungselement habe ich dann einfach mit Silikon auf dem Boden der äußeren Schalung geklebt. Hierbei müsst ihr darauf achten, dass ihr das Schalungselement genau mittig aufklebt. So, unser Waschbecken braucht natürlich auch noch einen Abfluss. Ich werde hierfür als Aussparung so ein Abwasserrohr von dem Waschbecken verwenden und eine Gummidichtung. Das Rohr hat einen etwas kleineren Durchmesser als die Dichtung. Das bedeutet, ich muss es noch mit wasserfestem Klebeband umwickeln, bis es dann passend sitzt. Ja, das mache ich jetzt mal noch. Dann klebt man das Ganze auf und dann ist der Schalungsbau schon fertig. Dann machen wir mit dem Betonieren weiter. Als Aussparung für den Abfluss habe ich, wie ihr sehen könnt, einen Dichtungsring aus Gummi verwendet. Ja, den gibt es in verschiedenen Ausführungen und ist in jedem Baumarkt erhältlich. Und die Aussparung wird dann ebenfalls mit Silikon mittig auf die innere Schalungsform aufgeklebt.
nachdem die Schalungsform jetzt fertig ist, machen wir auch gleich mit dem Betonieren weiter. Ich werde zum Betonieren ganz normalen Betonestrich aus dem Baumarkt verwenden. Den Beton gebe ich noch zur Armierung ein paar Glasfasern bei und zur besseren Verarbeitung Fließmittel. Ja, das Ganze mische ich mir jetzt an und dann wird betoniert. Ja, wenn man bedenkt, dass die Wandstärke des Waschbeckens später nur 10 mm betragen wird, ist die Verwendung von Betonestrich mit einer Maximalkörnung von 6 mm schon etwas gewagt. Aber wie gesagt, ich wollte wieder mal was Neues probieren und den Beton wieder mal an seine Grenzen bringen. Zum Anmischen habe ich hier wieder mal den Rührquirl verwendet. Ja, bei der geringen Menge, was ich für das Waschbecken brauche, hat es sich einfach nicht gelohnt, dass ich den Betonmischer angeschmissen habe. Und wenn der Beton dann in etwa diese Konsistenz hat, kann man mit dem Betonieren beginnen. Ja, und dadurch, dass die Schalungsform eben hier transparent ist, kann man richtig gut sehen, wie sich der Beton durch die Vibration in der Schalungsform verdichtet und die Zwischenräume geschlossen werden. Zum Schluss habe ich dann als zusätzliche Armierung noch ein Armierungsgewebe eingelegt und danach die Schalungsform dann bis zur Oberkante aufgefüllt. Ja, für heute ist dann Feierabend. In 2 bis 3 Tagen sehen wir uns wieder zum Ausschalen und dann bin ich mal gespannt, ob das Ganze was geworden ist. Noch kurz was in eigener Sache. Wenn euch mein Kanal und meine Videos gefallen, einfach jetzt auf Abonnieren klicken, dann seid ihr demnächst gleich wieder dabei. Und ja, ich mache jetzt Feierabend und für euch geht es gleich weiter. So, da bin ich schon wieder. Jetzt schauen wir das Waschbecken mal aus und dann werden wir mal sehen, ob das Ganze was geworden ist. Ja, das innere Schalungselement kann man leider nur einmal verwenden. Das wird jetzt beim Ausschalen komplett zerstört. Jetzt werden wahrscheinlich wieder einige von euch denken, oh, das war ja ganz schön viel Arbeit und jetzt wird alles wieder kaputt gemacht. Ihr müsst es aber anders sehen. Ihr könnt euch natürlich die inneren Schalungselemente auch fertig kaufen. Die gibt es als Kunststoffformen, kosten halt dann 170 bis 200 $ und sind auch nur in der USA erhältlich. Und ich habe jetzt für mein Schalungselement ca. 1,5 Stunden Arbeit investiert und ein paar Euro Materialwert. Und da muss ich sagen, da kann ich eigentlich ganz gut damit leben, dass ich das Schalungselement auch nur einmal verwenden kann. Im nächsten Arbeitsgang habe ich dann noch die scharfen Kanten am Beton heruntergeschliffen. Ich habe hierzu ein Schleifpapier mit einer Körnung von 240 verwendet und das hat eigentlich optimal funktioniert. So Leute, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich würde sagen, das Ergebnis ist echt ganz gut geworden. Wenn man bedenkt, dass die Wandstärke hier nur 10 mm beträgt und ich dafür ganz normalen Betonestrich verwendet habe, muss ich sagen, ist schon eine gute Leistung. Also es ist im Endeffekt genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich werde jetzt zur Versiegelung eine Kombination aus Imprägnierung und Wachs auftragen und dann ist das Waschbecken eigentlich schon fertig. Dann zeige ich euch gleich mal ein paar Bilder. Ja, zur Versiegelung von Beton gibt es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Ich habe mich hier, wie schon gesagt, für eine Variante mit einer Kombination aus Imprägnierung und Wachs entschieden. Das hat den Vorteil, dass der Beton seine Optik kaum verändert, aber auch den Nachteil, dass die Versiegelung eben nur schmutzhemmend und nicht schmutzabweisend ist. Wenn ihr eine schmutzabweisende Versiegelung erzielen wollt, müsstet ihr eventuell Epoxidharz verwenden. Ja, damit wäre das Designwaschbecken aus Beton eigentlich auch schon wieder fertig. Ich denke, ihr habt wieder mal gesehen, dass man sich sowas eigentlich relativ günstig, ohne viel Material und ohne einen riesen Maschinenpark an Werkzeug ganz einfach selber bauen kann. Das Werkzeug, was ich hier verwendet habe, das hat wahrscheinlich jeder Heimwerker daheim oder kann sich zumindest günstig beschaffen.
Ja, ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr wieder irgendwas mitnehmen konntet. Wenn das der Fall ist, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, dürft mir einen Kommentar schreiben, meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Woche wieder zu neuen Videos sehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, wünsche euch viel Spaß beim Heimbergen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, ciao.